willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man vollkommen runde und rundum braun gebratene Hackbällchen ohne große Umstände zubereitet. Ich gebe ein Hackfleisch meiner Wahl in eine Schüssel und lockere es mit Hilfe meines Mixers auf, damit sich die weiteren Zutaten später leichter einarbeiten lassen. Das ist zunächst einmal ein Ei sowie eine Zwiebel, die ich so fein wie möglich geschnitten habe und mit Salz und Pfeffer in etwas Olivenöl glasig anbrate. Die Zwiebeln lasse ich etwas abkühlen. Das Fleisch wird mit einer ordentlichen Prise Meersalz gesalzen und gepfeffert. Hinzu kommen des Weiteren Semmelbrösel, gehackte Petersilie und 2 Esslöffel Mineralwasser oder Milch. Die Zwiebeln werden darüber gegeben und die ganze Masse wird verrührt. Ich mache das zunächst mit dem Handmixer und anschließend von Hand. Dabei ist es wichtig, die Masse ordentlich durchzuarbeiten, damit sich die Zutaten wirklich gut verbinden. Und da die Herstellung des Fleischteiges nicht wirklich das Thema dieses Videos ist, überspringe ich das Kneten von Hand. Im nächsten Arbeitsschritt werden kleine Hackbällchen von ungefähr 50 Gramm geformt. Mit Hilfe eines Eiskugelportionierers steche ich das Fleisch ab. Beim Formen achte ich darauf, dass ich eine schöne glatte Oberfläche erhalte. Und mit dieser Augenpfanne ist es überhaupt kein Problem, dass die soeben geformten Hackbällchen ihre Form behalten. Sie wird erhitzt und die einzelnen Halbkugeln mit einem Fett eurer Wahl wie gezeigt befüllt. Ein Test mit einem Fleischrest zeigt mir, dass das Öl heiß genug ist und ich kann das Fleisch einlegen. Dabei lasse ich mit Absicht das Auge in der Mitte frei, denn das vereinfacht das Wenden der Kugeln, indem ich einfach eine Kugel in ein freies Auge rolle. Und es ist wichtig, dass man seine Ungeduld zügelt und nicht zu früh damit anfängt, so wie ich hier gerade. Es muss sich erst eine feste Kruste gebildet haben. Ich habe dann auch das Werkzeug gewechselt. Ein kleiner Spachtel erwies sich als praktischer, da seine breitere Oberfläche weniger Druck auf das Fleisch ausübt. Das erste Wenden wäre überstanden. Während des weiteren Bratvorganges werden die Bällchen noch immer wieder gedreht. Dabei reicht es dann auch, wenn man nur noch Vierteldrehungen macht, damit sich die Kugeln ausformen können. Das Schöne ist ja, dass man bei einer Kugel immer die richtige Stelle trifft. Wie ihr vielleicht beobachten konntet, tut man sich mit den kleineren Kugeln etwas leichter beim Wenden. Gar sind die Hackbällchen bei einer Innentemperatur von 60 Grad Celsius. Diese waren noch nicht ganz erreicht. Ich hatte aber noch ein Bällchen über, welches ich dann doch noch im letzten freien Auge angebraten habe. Zwischendurch drehe ich die Hackbällchen immer mal wieder ein Stück weiter. Und hier könnt ihr sehen, wie man Bällchen wendet, wenn man kein freies Auge zur Verfügung hat. Man schafft sich eins. Ich denke, das Prinzip habe ich zur Genüge dargestellt. Wer kein Thermometer hat, nimmt die Hackbällchen aus der Pfanne. Wenn sie Bratensaft verlieren, der gerinnt. Dann ist es höchste Zeit. Auch beim Herausnehmen macht man es am besten so, dass man sie ebenfalls aus der Aushöhlung rollt, aber auf einen Löffel, den man entsprechend bereithält. Nudeln, die ich in Pesto geschwenkt habe, und Tomatensauce haben sich nebenher quasi von selbst gekocht und es kann serviert werden. Spaghetti mit Hackbällchen und Tomatensauce. Die Pfanne wird übrigens am einfachsten gereinigt, wenn man sie nach dem Erkalten mit einem Haushaltstuch abreibt. Ich hoffe, ich habe dazu beigetragen, das Geheimnis der kugelrunden Hackbällchen zu entmystifizieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Bitte abonniert meinen Kanal, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und ist umsonst. Und wie immer viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!